Hallo, von mir gibt es heute einen kleinen spontanen Mini-Timo-Haul zu sehen. Beziehungsweise der Haul ist jetzt nie spontan gewesen, aber das Video dazu, weil eigentlich wollte ich kein Video dazu machen, aber diese Tipps hier, Dual-Tipps sind das, die haben mich jetzt doch ziemlich positiv überrascht und deswegen wollte ich die euch unbedingt zeigen und ich habe mir noch so ein paar Sachen von Born Pretty dazu bestellt, was man auf Temu auch finden kann. Und das zeige ich euch dann jetzt auch noch ganz kurz mit. Und ich möchte jetzt auch zu Born Pretty noch kurz sagen, weil letztens jemand geschrieben hat, dass das Fake-Produkte wären und dass ich mich strafbar machen würde, wenn ich die hier vor der Kamera zeige. Auf Temu steht direkt unter den Born Pretty Artikeln, die ich bestellt habe, von dem Anbieter, bei dem ich bestellt habe, dass das autorisiert ist durch Temu. Das heißt, es wurde mit einem Zertifikat nachgewiesen, dass das originale Produkte sind. Und von daher gehe ich jetzt mal davon aus, dass das auch stimmt. Genau, so viel dazu. Ich zeige euch jetzt zuerst die Dual-Tipps und wer dann Lust hat, kann sich noch die paar Sachen angucken, die ich mir von Born Pretty mitbestellt habe. Diese Tippbox, die hatte ich mir jetzt bei meinem letzten Timo-Haul mitbestellt, weil ich mir dachte, okay, hier sind richtig schön viele Formen drin, die kann man alle mal ausprobieren. Und ich muss sagen, ich war erschrocken, wie klein teilweise hier die größten Formen von diesen Tipps waren. Also ich habe jetzt hier mal bloß zum Beispiel mal ein paar rausgesucht. Das sind hier alles die größten Formen. Das hier zum Beispiel, das soll ein Daumennagel sein. Oder auch das hier. Ich habe da überall, klar, ich habe jetzt hier was drauf, aber ich habe da überall so eine Spaltmaße. Ich kann diese ganzen Formen, zumindest jetzt nie so, wie man es gerne machen würde, nämlich einfach mal drauf und fertig, kann ich alles so nie benutzen, was mich echt so ein bisschen, ja, genervt hat, weil die extrem kleine sind. Hier zum Beispiel diese Form, die würde rein theoretisch schon passen, aber dann ist die halt, wenn ich sie von der Seite habe, so extrem hoch. Das fand ich halt auch nie so gut und dann hatte ich mir versucht, die so ein bisschen zurecht zu feilen, aber wenn ich von hier unten dann was weggenommen habe, dann hat es auf der Breite zum Beispiel wieder nie gepasst. Die hier jetzt zum Beispiel, die würden schon auch passen, aber also die werde ich auch irgendwann nochmal ausprobieren, aber eigentlich wollte ich es auch jetzt nie so spitz zulaufende Tipps direkt verwenden, weil ich ja schon eher so auf Square-Nägel stehe. Die gängen zwar schon, denke ich mal, müsste man dann halt mal gucken, wenn man hier nichts drauf hat. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass hier über die Hälfte oder 80% von diesen ich wahrscheinlich gar nicht verwenden werde, weil ich halt eigentlich keine Lust habe, am Daumen da doppelt irgendwie dran zu pappen und ja, mir das halt übelst umständlich zu gestalten. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, bei Timo gibt es scheinbar nur so für kleinere Nägel und habe es dann so gemacht, dass ich einfach mal die Breite von meinem Nagel gemessen habe, was bei mir 1,4 Millimeter sind. Also ich denke, es ist jetzt nicht der schmalste Daumennagel, aber jetzt eben auch nie ein übermäßig breiter. Deswegen war ich nie davon ausgegangen, dass hier so viel nie passt. War dann halt so und dann habe ich hier und da mal rumgeguckt bei verschiedenen Shops, was die so für Dualtipps angeben und hätte auch rein theoretisch mehr dafür bezahlt. Aber das Problem ist, die meisten geben überhaupt gar keine Maße an, wie breit oder lang oder groß halt die Tipps sind, die man dann bekommt. Und da hatte ich dann auch keine Lust, 10 Euro auszugeben für, ja, keine Ahnung, so eine Tippbox mit einer Form und am Ende passt es dann aber auch wieder nicht so richtig und bin dann letzten Endes wieder bei Timo gelandet und zwar habe ich gefunden einmal diese Tipps hier, aber Moment, das sind jetzt noch die falschen, ich muss kurz gucken. Ist am Ende egal, es geht schon trotzdem darum, dass man hier einfach mal gucken kann. Hier. Hier wurde nämlich aufgelistet von den gesamten Tipps, die es hier gibt, wie groß vom Durchmesser her die Tipps jeweils sind, die größten. Daher wäre jetzt zum Beispiel 15,1
Zentimeter. Hier ist der größte 13, hier zum Beispiel 12,5, ne? Und so weiter. Die meisten sind mir hier auch wieder ein bisschen zu klein. Der hier wäre 14, das wäre jetzt prinzipiell genau meine Daumenbreite. Also könnte ich den rein theoretisch auch nie benutzen. Der müsste schon wenigstens 15 sein. Sage ich mal, 15 bis 16 wäre vielleicht eher noch besser. Ja, da habe ich das dann einfach so gemacht, dass ich hier welche bestellt habe, wo ich jetzt dachte, dass die mir gut gefallen können. Moment, das wäre die 03. Genau, das sind diese. Und da ist der breiteste 18,3 Millimeter. Und naja, da dachte ich mir, bestelle ich das mal und guck mal, ob das dann auch so stimmt. Das wäre hier jetzt die Artikelnummer. Diese hier. Aber an sich ist es egal. Man muss einfach nur gucken, ob wo hier ein Anbieter einfach mal die Maße dazu geschrieben hat. Und jetzt zeige ich euch mal die Tipps. Das sind nämlich die hier. Und ich kann nur so viel dazu sagen. Die Maße stimmen auf jeden Fall. Das hier ist der breiteste. Und guckt euch das mal an, was ich hier für einen Platz noch drin habe. Also ich glaube, da mit diesen Tipps hier kann man wirklich selbst den breitesten Daumen verlängern mit dem Dualsystem. Und ja, das hat mich auf jeden Fall sehr positiv überrascht. Das ist ja wirklich eine Riesenform, dass es sowas überhaupt gibt, weil es hat mich wirklich so ein bisschen geärgert, dass die alle immer so arschknapp waren, wenn man das mal auf gut Deutsch sagen will. Und ja, im Fall irgendjemand von euch da auch immer so ein Problem damit hat, das ist hier die Nummer 2, ist auch noch zu groß, ein Problem damit hat, geeignete Tipps zu finden, wirklich mal gucken, dass man hier nicht die Diagonale, sondern die Breite von dem eigenen Nagel mal ohne Modellage natürlich, ist ja klar, misst und dann kann man daraufhin mal Tipps bestellen und die Wahrscheinlichkeit, dass das dann gut passt, ist um einiges höher. Gut, wie die Nägel dann hier am Ende wären, das weiß ich auch noch nie. Ob das eine schöne Nagelform ergibt oder eben nie, aber sie passen auf jeden Fall erstmal. Und die anderen, die ich hier bestellt habe, ich denke mal, die werde ich auch als erstes ausprobieren. Weil die gefallen mir jetzt von der Form her. Zumindest so jetzt erstmal ein bisschen besser. Das sind die hier. Und da ist die größte Form, denke ich mal, genau passend. Ich habe ja jetzt was drauf. Und diese Form umschließt das hier bei mir schon ziemlich gut, finde ich. Das war jetzt auch eine andere Größe. Ich gucke mal ganz kurz. Ich glaube, der breiteste war da 16 Millimeter. Das waren dann jetzt die hier und da ist der größte 16,5. Und das ist diese Artikelnummer. Und die angegebenen Maße kommen auf jeden Fall so ziemlich genau hin, würde ich jetzt sagen. Also ja, von daher, man kann sich da schon relativ gut drauf verlassen. Also ja, wenn ihr euch vielleicht den ein oder anderen Fehlkauf ersparen wollt, dann messt ihr einfach mal eure Daumenbreite jetzt zum Beispiel und dann könnt ihr gucken, ob da die größte Größe überhaupt für euch funktionieren würde. Wie gesagt, wie die Form jetzt am Ende von dem Nagel aussieht, der da rauskommt, das kann ich jetzt natürlich noch nie beurteilen, aber erstmal macht es für mich auf jeden Fall einen guten Eindruck. Genau, und ich denke mal, die hier werde ich dann demnächst mal ausprobieren. Mal gucken, ob ich das direkt im Video mache oder nicht. Weil ich hatte mir jetzt auch noch mal von denen hier, kennt ihr ja schon, noch mal so ein rosa bestellt. Finde ich auf jeden Fall ganz niedlich von der Farbe her. Und ja, ich denke mal, die Kombi wird es dann jetzt demnächst mal werden. Bin natürlich ja auch neugierig, wie das dann aussieht und wie es funktioniert, weil ja, ich sonst jetzt auch immer so ein bisschen zu knappe Form benutzt habe, weil das alles irgendwie nicht so richtig gut gepasst hat. Deswegen wollte ich das ja einfach mal zeigen, weil so jetzt auf dem ersten Eindruck bin ich wirklich richtig begeistert davon. Genau, so viel dazu. Jetzt zeige ich euch noch eben schnell die Produkte, die ich mir von Born Pretty mitbestellt habe. Hier relativ uninteressant, vermute ich mal, so ein Peel-Off Base Gel wollte ich mal
ausprobieren, ob das gut funktioniert. Wahrscheinlich jetzt eher, wenn man auf einen Naturnagel mal jetzt nur Shellac aufträgt oder sowas, vermute ich mal. Dehydrator habe ich mir jetzt einfach mal mitbestellt. Benutzte ich ja eigentlich die ganze Zeit nie, aber ja, dachte mir so, die Feuchtigkeit aus dem Nagel holen kann vielleicht trotzdem nicht schaden. Warum die das jetzt so hier geliefert haben und den Pinsel einzeln, das weiß ich jetzt nie genau, aber ich lasse das jetzt auch erstmal so. Dann geht's weiter mit einem Chrom-Topcoat. Also der soll für Pigmente gut geeignet sein. Probiere ich jetzt gleich aus. Und das hier ist so ein Blooming-Gel, sage ich mal. Denke ich jetzt mal zumindest, dass man da das so verlaufen lassen kann, wenn man jetzt den aufträgt und dann einen anderen Lack rein. Das probiere ich jetzt auch gleich noch. Und beim letzten Mal jetzt gab es ja den weißen Stempel Lack nie, aber diesmal schon. Und da kommt jetzt auch kleiner zum Einsatz. Und dann habe ich jetzt hier noch nochmal so ein Magnetlack, Cat Eye Lack in dieser Farbe. Mal gucken, wie das gleich aussieht. Die Grundfarbe, naja, hatte ich mir ein bisschen röter vorgestellt, laut Bild. Aber gucken wir gleich mal. Es ist so, dass diese Born Pretty Sachen relativ schnell teilweise dann noch ausverkauft sind. Oder die Produkte einfach wechseln oder nicht mehr da sind. Ich tue gucken, was ich jetzt dann noch an Artikelnummern finde und was es noch gibt bei Temu. Und das würde ich unten noch mit reinschreiben in die Infobox. Genau, im Fall da jemand ja, sich da auch was davon holen will. Aber wie gesagt, das variiert immer mal schnell, welche Produkte die da haben. Und es gibt 2 Anbieter, die Born Pretty bei Temu verkaufen. Und bei beiden steht, dass die autorisiert werden. Also von daher, ich habe auch schon von beiden geordert. Was wollte ich sagen? Ach so, ja, und die haben halt auch jetzt, sag ich mal, nie die komplette Produktpalette, die Born Pretty eigentlich anbietet da. Die haben irgendwie immer nur so ein paar ausgewählte Sachen. Warum auch immer. Aber warum ich es dort gerne mitbestelle, ist einfach, dass ich weiß, dass das bei Temu eigentlich ziemlich zuverlässig und auch relativ schnell ankommt. Und ich glaube, wenn man nämlich bei Born Pretty direkt bestellt, dann dauert das, glaube ich, immer so ewig und 3 Tage. Und deswegen hatte ich da immer keine Lust drauf. So, ach so, ja, ich hatte mir dann noch hier so ein Strassgel bestellt. Und da stand aber, wenn ich mich jetzt nie täusche, auch in der Beschreibung, dass man das so als 3D-Gel benutzen kann und dann mit Pigmenten kombinieren. Und das probiere ich jetzt natürlich auch noch aus. Mit was fange ich denn jetzt an? Als erstes kommt jetzt der Cat Eye Lack dran. Ah, okay, so war der gedacht. Ich dachte, der wäre von der Basefarbe her rot und das Blau wäre der Magneteffekt, aber es ist genau umgedreht. Deswegen sah der jetzt auch nie so rot aus, so direkt so beim Auftragen. Oh, das finde ich aber echt hübsch. Oh mein Gott. Ich hoffe, das kommt halbwegs gut rüber. Oh. Oh, da bin ich echt froh, dass ich mir den noch mitgeholt habe. Wow, was ein Farbspiel. Also, das ist wirklich mal eine schöne Farbkombi. Gefällt mir echt gut. Finde ich auch sehr außergewöhnlich. Habe ich jetzt so überhaupt noch gar nie. Und der andere, den ich mir aus dieser Reihe geholt habe, der gefiel mir auch schon so gut. Deswegen durfte jetzt diesmal noch einer mit. Und der ist es jetzt geworden. Finde ich schick. Weiter geht's mit... Ach so, ja, ich hatte mir noch... Habe ich nämlich vor uns ganz vergessen zu zeigen, weil ich es die ganze Zeit jetzt in der Hosentasche hatte. Ich habe mir noch 2 solche Bildergele geholt und die waren so sehr fest. Da wollte ich jetzt einfach mal gucken, ob die so sein sollen. Aber ja, die sind relativ feste.
Mal gucken, ob die sich dann schön glatt ziehen. Ich hatte die halt jetzt mal in der Hosentasche, um zu gucken, ob die, wenn die ein bisschen warm werden, noch ein bisschen flüssiger werden. Aber die sind relativ fest und die wollte ich euch natürlich jetzt auch noch zeigen, wie die dann aussehen. Das hier war halt jetzt so ein bisschen mit Glitzer und das hier ist eher so ein Rosé. Da dachte ich vielleicht, wenn man mal schnell auffüllen will, dass man dann auch zu sowas greifen kann. Und da hätte ich das jetzt vielleicht in Kombination dann irgendwann mal probiert. Oder wenn man hinten gleich so einen Verlauf machen will, kann man natürlich auch so ein Glitzer, bei Milky White und Glitzer dort so ein bisschen schön von hinten auftragen. Und dann sieht das bestimmt auch ganz schick aus. Da würde ich die jetzt als nächstes erstmal auftragen. Da habe ich jetzt hier mal nur so eine kleine Nägel genommen. Das reicht ja jetzt eigentlich auch für Anschauungszwecke. Vielleicht könnte man diese Gele hier auch benutzen, mal für die Dualform, anstatt Polygel. Also die sind wirklich relativ feste. Jetzt mache ich hier mal so ein bisschen mehr drauf. Also ich finde, man kann die sich schön gemütlich zurecht schieben und die glätten sich dann auch richtig schön. Finde ich auf jeden Fall jetzt erstmal ganz gut. Farbe gefällt mir auch. Trage jetzt gleich noch das Weiß auf und zeige euch dann noch jetzt das Endergebnis, wie die zwei Gele aussehen. Aber fand ich jetzt so von der Verarbeitung her erstmal ganz angenehm. Ich habe jetzt natürlich auch nie so naja, Vergleiche, weil ich das jetzt so in dem Sinne noch gar nicht großartig da habe von anderen Firmen. Aber ich fand es jetzt trotzdem so erstmal fürs erste Mal ausprobieren auch wirklich sehr angenehm. Oh, das hier sieht jetzt aber auch gerade richtig hübsch aus. Hier sind so eine ganz feinen Flakes drin. Das Milchige kommt jetzt gerade gar nicht mal so raus. Ich trage jetzt aber auch gleich hier noch ein bisschen mehr auf. So sieht jetzt das zweite aus. Diese kleinen Flakes hier drin finde ich richtig hübsch. Das Weiße ist jetzt gar nicht mal so hervorgekommen. Das ist schon eher sehr durchsichtig noch. Aber ja, finde ich richtig niedlich und tue ich jetzt erstmal in die Lampe. Wie gesagt, und funktioniert für mich jetzt so erstmal wirklich ganz gut mit der Verarbeitung. Das waren jetzt die zwei. So sehen die jetzt ausgehärtet nochmal aus. Finde ich schicki und werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Genau, so. Mit was mache ich denn jetzt weiter? Können ja mal das Blooming-Gel ausprobieren. Dann nehme ich jetzt mal so einen etwas dünnflüssigeren weißen Lack herbei und probiere das damit mal aus, weil das hatte ich schon festgestellt, auch mal bei meinem anderen Blooming-Gel, was ich da habe, dass das eher funktioniert, wenn der Shellack an sich oder der Gellack an sich ein bisschen flüssiger schon ist. Deswegen nehme ich hier jetzt mal den von Neon her. Der ist so ein bisschen flüssiger. Das hat es jetzt überhaupt nie scharf gemacht. Das ist der French White. Den muss ich jetzt aber mal noch kurz ein bisschen vermischen. Der stand jetzt relativ lange rum, weil so an sich mag ich ihn nicht so gerne. Da habe ich lieber ein bisschen fester. Aber für die Sache jetzt hier funktioniert der, denke ich mal, mit am besten, damit das jetzt auch schön verläuft. Wenn man der Sache hier jetzt kurz ein bisschen Zeit gibt, dann verläuft das schön, finde ich. Funst kann man machen. Das war jetzt der hier. Watercolor Nail Gel. Als nächstes probiere ich jetzt den Chrome Top Coat aus. Der ist, würde ich jetzt sagen, so also dünn bis mittelviskos. Er ist jetzt nie
sehr wässrig dünn, aber jetzt auch nie schon im dickflüssigeren Bereich. Der lässt sich jetzt zuerst mal sehr angenehm auftragen. Und der soll jetzt 30 Sekunden lang anhärten. Und dann kommt das Pigment drauf. So, 30 Sekunden sind rum. Ich suche jetzt mal ein Pigment raus. Ich nehme jetzt einfach mal das erste, was ich hier zu greifen krieg. Ich guck mal kurz, ob der hier so ein bisschen komisch ist, weil ich cleaner eigentlich immer erstmal. Ich mache das jetzt hier einfach auch mal. Ich hatte sonst manchmal bei meinem Topcoat das Problem, wenn ich das nie gecleanert habe, dass dann manche Stellen, wo ich das Pigment aufgetragen habe, nicht geglänzt haben, sondern dass das so matt wurde. Und das war, weil da wie so eine klebrige Schicht auf dem Topcoat drauf war, weil da wahrscheinlich ja nicht richtig ausgehärtet wurde. Und an der Stelle hat es dann das Pigment nie so schön verrieben und da sah das halt so matt aus. Und seitdem ich dann aber da immer drüber gecleanert habe vorher, hatte das funktioniert. So, der Auftrag hat super funktioniert. Hier vorne habe ich kleine Lücken. Ich schätze nie, ob ich da nie gründlich genug Topcoat aufgetragen hatte, aber im Großen und Ganzen hat das hier wirklich gut übertragen. Ich sag mal so, er funktioniert, ob man jetzt nun einen extra spezielle Topcoat für Chrompigment braucht, weiß ich jetzt nur ohne, aber ich habe mir einfach mal mit bestellt, um es auszuprobieren. Hier unten ist halt so ein bisschen lückenhaft, da weiß ich nie, ob ich jetzt vor uns nie gründlich genug geguckt hatte, ob da überall drauf war, der Topcoat. Aber an sich behaupte ich jetzt einfach mal, dass der schon ganz gut funktioniert. Ob das Pigment jetzt super shiny ist oder wie sie es da angepriesen hatten. Super Bright Chrome Mirror Powder Topcoat. Easy to control and easy to powder. Super Bright Mirror Effekt. Ja, keine Ahnung, ob das jetzt nun so Speziale ist. Eigentlich nie. Aber ist okay, kann man machen. Ich versiegel das jetzt noch. Da sieht das natürlich auch immer gleich noch mal so ein bisschen anders aus, wenn man das versiegelt. Da kommt dann der Effekt noch so ein bisschen besser raus. Aber dass ich jetzt hier geblendet bin, kann ich nur nie gerade behaupten. Vielleicht hätte ich auch ein helleres nehmen müssen oder so. Aber ja, man kann nie meckern und für den Preis ist schon okay. Kann man machen, muss man aber nie. Genau, das ist das Fazit. Ich habe es jetzt hier nochmal eben mit Gold gemacht und da hat jetzt auch komplett übertragen. Aber dass das jetzt irgendwie wirklich besonderer aussieht, als wenn man es mit einem ganz normalen Topcoat macht, kann ich jetzt nicht gerade behaupten. Aber es funktioniert trotzdem sehr gut. Ne? Wollte jetzt bloß nochmal kurz hinterher schieben und als nächstes probiere ich jetzt den weißen Stempellack aus. Den habe ich jetzt auch schon so ein bisschen gründlich aufgeschüttelt und habe hier matten Topcoat aufgetragen, damit das besser haften kann. Das ist jetzt das Ergebnis und ich finde, das hat echt gut funktioniert. Das Weiß deckt sehr gut ab, also das Schwarz ab und ja, ich finde, das Motiv ist auch wirklich sehr detailreich übertragen worden. Jo, finde ich gut, den weißen Stempellack, der funktioniert sehr gut. Jetzt probiere ich noch das letzte Produkt aus. Also an sich ist es ja nur dafür gedacht, Strasssteine festzumachen, was denke ich mal ganz normal funktionieren wird. Kann ich jetzt natürlich nie testen, aber dort stand ja zusätzlich eben noch drin, dass man das auch mit Pigment verwenden kann und das probiere ich auf jeden Fall jetzt noch aus. Wie gesagt, ich denke, zum Strasssteine festmachen wird es schon ganz normal funktionieren.
Und vor allen Dingen für den Preis, ich weiß nie, was das jetzt um die 2, 3 Euro, glaube ich, maximal hatte das gekostet. Für 30 Milliliter finde ich das schon wirklich sehr gut, was den Preis angeht. Und wenn das jetzt dann auch noch funktioniert mit diesem 3D-Effekt und dann macht man da Pigment drauf, das wäre dann natürlich noch so ein schönes Extra. So, ich habe das jetzt mal so ein bisschen geschwungen hier verteilt und mache das jetzt auch mal 30 Sekunden in die Lampe. Gut, also ich habe jetzt ja natürlich hier nur angehärtet. Da ist es noch ein bisschen klebrig, was ich schon natürlich jetzt nie so gut finde. Aber ich werde jetzt mal ganz kurz noch so ein Klecks hier aushärten, weil wenn ich so einen Strassstein festmache, hätte ich schon lieber gerne, dass es dann ohne Schwitzschicht aushärtet. Ich dächte, das stand auch in der Beschreibung eigentlich mit dabei. Aber wie gesagt, ich hatte ja jetzt nur angehärtet. Deswegen habe ich jetzt hier einfach mal nochmal so einen Plops drauf gemacht. Ich habe ja eigentlich auch noch so ein bisschen. Kann ich auch mal noch eine etwas größere Fläche damit beschmieren. Und lasse das jetzt mal richtig aushärten, damit ich dann jetzt gleich weiß, ob das ohne Schwitzschicht ist. Und hier mache ich jetzt mal einfach nochmal das Gold drüber. Also das mit dem 3D-Effekt funktioniert sehr gut, finde ich. Es hat jetzt hier zwar nie in jeder Ritze dieses Pigment verteilt, aber normalerweise macht man das ja auch wirklich so, dass man erst unten drunter dieses Pigment einmal für die Base aufträgt. Dann macht man dieses 3D-Muster mit seinem Gel der Wahl und dann geht man nochmal hinterher mit Pigment und dann hat man prinzipiell dann auch überall das Gold und ja, das finde ich hat echt gut funktioniert. Also kann man dieses Strassgel auch dafür verwenden, weil man kann damit auf jeden Fall einen 3D-Effekt erzielen und das Pigment haftet auch gut dran. Und jetzt habe ich es hier fertig ausgehärtet. Es klebt leider. Hier oben der Plops klebt irgendwie nicht so wie hier. Wie darf ich denn das jetzt verstehen? Der Plops klebt nicht und das hier schon. Naja, weiß ich jetzt auch nicht so richtig. Vielleicht war das hier dann auch noch zu dicke oder zu großflächig. Ich weiß es nicht. Ich meine, unter einem Strassstein, das klebt wirklich nie. Und hier schon, muss ich jetzt auch erstmal verarbeiten. Komme ich jetzt gerade irgendwie nicht richtig drauf klar, finde ich jetzt auch gar keine richtige Erklärung dafür. Aber was ich jetzt noch sagen wollte ist, wenn Strassstein klebst, dann nimmst du ja auch nicht so viel. Von daher denke ich mal, dass das schon dafür auch ganz gut funktionieren würde. Oder wird. Und mal gucken, wie lange die dann halten. Bin jetzt aber erstmal weitestgehend trotzdem begeistert von meinem insgesamten Einkauf und auch von den Produkten weitestgehend. Weil das war es nämlich ja jetzt auch schon. Ich habe nochmal die gesammelten Werke euch diese ganzen Sachen hier gezeigt und bin im Großen und Ganzen wirklich sehr zufrieden. Kann man wirklich mal machen. Ich finde es halt entspannt, so ein paar Sachen über Temu von Born Pretty mal zu bestellen und auszuprobieren. Und ja, vielleicht war es ja auch so ein bisschen interessant für euch oder das ein oder andere interessante Produkt war vielleicht dabei. Und ja, dann die Artikelnummern schreibe ich euch in die Infobox, was ich dann jetzt noch finde. Ich versuche das Video jetzt so schnell wie möglich noch fertig zu machen. Das ist bei 4K immer so eine Sache, das dauert immer ewig und 3 Tage. Aber ich versuche es schnell zu machen, schreibe euch die Artikelnummern rein und dann könnt ihr mal gucken, was es noch gibt oder eben auch nicht mehr.
Okay, dann danke ich wieder mal sehr fürs Einschalten und fürs Zuschauen und ja, freue mich, wenn ihr am nächsten Video dann auch wieder mit dabei sein möchtet. Genau. Dann wünsche ich erstmal noch einen schönen Tag und sage ciao, bis zum nächsten Mal.